Eine Frau versucht, Zivilisten zu überfahren. Ein Polizist bindet einem Raser die Krawatte. Ein Polizist ärgert sich über einen Straftäter, weil dieser seine Zigarre weggeworfen hat. Ein Polizist stellt die präziseste Falle der Welt auf. All das sehen Sie jetzt. Kurz vor Mitternacht sah ein Polizist, der gerade seinen Zigarren genoss, einen Dodge Charger mit dröhnendem Motor. Deshalb musste er seinen Zigarren wegwerfen und war nach der Festnahme sogar wütend auf den Fahrer. Man, I had to throw out my cigar. No, I apologize. I wasn't really trying to put that. What are you doing? Stopping or what? What are you doing? Good pick, good pick, good pick. Oh boy, nope. Als die Polizeisirenen ertönten, schien der Fahrer zunächst anzuhalten. Doch dann gab er Gas und begann, gefährliche Manöver zu fahren. Der Polizist warf seine geliebte Zigarre weg und nahm die Verfolgung des Chargers auf. Traffic stops at 90 and 55 and the dark license plate cover. We're southbound approaching King Street. Please 120. Traffic conditions. Eine Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit hatte begonnen. Der Verdächtige und der Polizeibeamte schlängelten sich zwischen den Fahrzeugen hindurch. Der Verdächtige gab bei jedem Spurwechsel ein Signal, als wolle er kein weiteres Verbrechen begehen. We're southbound approaching Seminary, right lane, speeds 130, light traffic. Southbound approaching Seminary. Light traffic. That's why I push him back left. Oh boy. What are you doing? You pulling over? What are you doing, buddy? Hold on, he's slowing down, he's slowing down. We're stopped, we're dead stopped. Disregard, he just took off again. We're southbound, approaching 286. Speeds accelerating, speeds 70. Southbound approaching 36. We just took exits for Fairfax County Parkway. We're going, it's like Hiller Road. Similar. What road? Can you repeat that? Here, stays there, 110. Similar. 283, notify Fairfax County PD. And have you got word from the helicopter yet? Sorry, it's going around you. How far he goes around? FYI, there's a white Toyota RAV4 southbound from the extreme high speed. Put your fucking hands up! Put him up! Turn off the car! Open the door! Als der Fahrer erkannte, dass er der Polizei nicht entkommen konnte, entschied er sich anzuhalten, um sein Leben nicht zu gefährden. Der Verdächtige erzählte den Polizisten etwas über seinen Geburtstag, aber das klang nicht sehr überzeugend. Bei der tatsächlichen Überprüfung stellte sich heraus, dass die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs absichtlich verändert worden war und die Zulassungspapiere komplett gefälscht waren. Was mit einem Überfall auf einen Supermarkt begann, endete in einer Tragödie. Aus einem Dollar-Generalgeschäft in Jonesboro wurde ein bewaffneter Überfall gemeldet. Die Verdächtigen rasten wie verrückt durch die Straßen. Die Polizei versuchte bei der ersten Gelegenheit, einen Nagelstreifen einzusetzen, aber der Fahrer konnte entkommen.
Die Verfolgungsjagd wurde immer schneller. Als die GPS-Kamera der Polizei eine Geschwindigkeit von 200 Kilometer pro Stunde anzeigte, brach völliges Chaos aus. Das PIT-Manöver bei einer Geschwindigkeit von etwa 200 Kilometer pro Stunde führte dazu, dass das Fahrzeug mit 4 Insassen in den bewaldeten Bereich am Straßenrand geschleudert wurde. Durch den Aufprall auf den Wald bei dieser hohen Geschwindigkeit wurde das Fahrzeug etwa 75 Meter weit geschleudert und kam erst zum Stillstand, als es frontal gegen einen Baum prallte. Das Fahrzeug war auf dem Dach liegend. Die Rettungskräfte konnten 3 Personen aus dem Wrack retten, aber Lakita Davis, die auf dem Fahrersitz saß, war noch am Unfallort verstorben. Manchmal müssen Polizisten nicht nach Kriminellen suchen. Diese kommen von selbst zu ihnen. Am Morgen kümmerte sich ein Polizist, der wegen eines Unfalls am Straßenrand stand, um die Fahrer. Auf der Nebenspur fuhr ein rot lackierter Kleinlaster in einen Minibus und begann zu flüchten. Der Polizist hatte nun eine wichtigere Aufgabe. Der Fahrer gefährdete das Leben von Zivilisten, indem er in den engen, einspurigen Seitenstraßen von Atlanta rote Ampeln ignorierte und in falscher Fahrtrichtung fuhr. Als das erste PIT-Manöver durchgeführt wurde, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Pfosten, wodurch die Front seines Pickups beschädigt wurde und Rauch aufstieg. Kurz darauf prallte der Pickup bei einem zweiten Manöver erneut gegen einen Pfosten und blieb diesmal stehen. Der 31-jährige Alvin Person wurde aus dem Fahrzeug geholt, mit Waffengewalt überwältigt und festgenommen.
Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass Person keinen Führerschein hatte und der von ihm gefahrene Pickup am frühen Morgen desselben Tages gestohlen worden war. Regeln können manchmal gelockert werden. Hier sind die Einstellung und die Ausreden der Personen wichtig. Dieser Vorfall ist ein gutes Beispiel dafür. Um 8:55 Uhr morgens bemerkte Officer Martin Volczyk, der in der Nähe des Campus der Wisconsin Stout University auf Streife war, einen BMW, der die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritt, und hielt das Fahrzeug rechts an. Ein junger Fahrer stieg aus dem Fahrzeug aus und hielt eine Krawatte in der Hand. How's it going? Good, how are you? Good. Who's that stopped just for your speed going down 8th Street? 8th Street, Cap. He turned off at 13th Ave and then you went... I told you, I know what you mean. Als der Polizist ihn fragte, warum er zu schnell gefahren sei, antwortete der Student, dass er eine wichtige Präsentation habe und nicht wisse, wie man eine Krawatte bindet. Er sei zu einem Freund gegangen, der jedoch nicht zu Hause gewesen sei. Weil er zu spät dran war, sei er zu schnell gefahren. Er erwartete eine harte Antwort vom Polizisten, doch dann geschah etwas Unerwartetes. Der Polizist bat den jungen Fahrer, ihm die Krawatte zu bringen, und band sie ihm dann um. Am Ende des Vorfalls wurde dem jungen Fahrer keine Strafe wegen Geschwindigkeitsüberschreitung auferlegt, sondern nur eine mündliche Verwarnung ausgesprochen. Nachdem die Bilder dieser sympathischen Verkehrskontrolle veröffentlicht worden waren, lud der Polizeichef den jungen Studenten auf die Polizeiwache ein und brachte ihm persönlich bei, wie man einen professionellen Krawattenknoten bindet. Now you just had a wreck. Look out! Break glass, break glass, break glass! Get out the car! Die 24-jährige Fahrerin Sierra Hibbert fuhr auf der Autobahn ständig auf die Gegenfahrbahn und verursachte damit Kopf-an-Kopf-Zusammenstöße. Dieser Vorfall wurde sofort der Polizei gemeldet. Eine Gruppe aufmerksamer Autofahrer schaffte es, das Fahrzeug an einer Kreuzung einzuklemmen. Aber dann geriet die Situation völlig... Yeah. She's not gonna make it far. Das Fahrzeug und versuchte, die Absperrungen zu überwinden. Während all dies geschah, befand sich ein kleines unschuldiges Kind im Fahrzeug. Obwohl einer seiner Reifen geplatzt war, hielt der Angreifer nicht an, sondern setzte seine Flucht fort und rammte dabei zwei Zivilisten. Help over here. I got you. Sir. Ma'am. We got it. I know I'm buckled, sir. I know I'm buckled, sir. Yeah. Sir. I didn't do anything. I didn't do it, sir. You just tried to kill 10 people. Schließlich gelang es den Polizeibeamten nach kurzer Zeit, das Fahrzeug vollständig zu umstellen und die junge Frau festzunehmen. Why have you done? Stop! Stop! I didn't do it. It won't fit. It won't fit. You just tried to kill 10 people. No, I didn't, sir. Alex, switch back to me. Sir, stop! Sir! I didn't do it. It's coming. Too late, too late. Dies könnte der bisher beste Einsatz einer Nagelsperre gewesen sein. Polizeibeamte nahmen die Verfolgung eines als gestohlen gemeldeten Fahrzeugs auf. Der Fahrer tat zunächst so, als würde er anhalten, begann dann aber zu fliehen. We're pulling over here at University of Percy Way.
Der Minibus setzte seine Flucht mit einer Geschwindigkeit von etwa 160 Kilometer pro Stunde fort. Ein Polizeiteam, dem die Position mitgeteilt worden war, bereitete sich an einer geeigneten Stelle auf der Straße vor. Right here. Right here. Get up right here. Get up here. Quick. They're going 100. Get in park and pop it back. He's coming. He's coming. Too late. Der Polizeibeamte, der die geeignete Position gefunden hatte, stieg schnell aus dem Fahrzeug aus und warf sofort die Stopstick-Vorrichtung auf die Straße. Der Fahrer, der keine Fluchtmöglichkeit fand, fuhr über die Falle und seine Reifen platzten. Ready? We got it. Nolan. They nonned out right here, Nolan in the yard. Hey, get on ground! Get on ground! Get on! Das Fahrzeug versuchte noch eine Weile mit platten Reifen weiterzufahren, verlor jedoch schließlich die Kontrolle und musste anhalten. Für den Fahrer Dylan Allen kam Aufgeben jedoch nicht in Frage. Er öffnete die Tür des Fahrzeugs und begann, zu Fuß in Richtung Nolan Drive zu fliehen. Nach einer kurzen, aber atemberaubenden Verfolgungsjagd zu Fuß wurde Allen von der Polizei festgenommen und in Gewahrsam genommen. Die anderen Insassen des Fahrzeugs, Odell Burnell und Amber Allen, ergaben sich ohne Widerstand. Bei der eingehenden Untersuchung stellte sich heraus, dass gegen Allen nicht nur wegen Diebstahls und gefährlichen Fahrens, sondern auch wegen eines aktiven Haftbefehls der Bewährungsbehörde ermittelt wurde, woraufhin er direkt ins Gefängnis gebracht wurde. Please find your back. My hand broke. Please stop. My hand was broken. 4-4, don't need to take it. My hand was broken. Hey, we got him in custody. If you're 10-4 at the car, we can clear it. You gonna kill somebody, man. No, man.
Sorry. Who's at the car? Fuller. Oh. My fucking hand. Oh. We'll get it checked out for you. And coming around the shed on this side. I jumped out. He cut that way, so I went back around. By that time, he ran that fence and had him. Yeah, I thought he was gonna jump that privacy fence, but Vergessen Sie nicht, sich für weitere Videos anzumelden. Bis bald.